Ja, hallo ihr Lieben. Hallo, Schön, dass ihr wieder dabei seid. genau. Wir haben jetzt nach 3 Wochen den Campingplatz in Cunil de la Frontera verlassen und fahren jetzt nach Cádiz, anschließend nach Tarifa und danach wollen wir uns noch Gibraltar ansehen. Also 3 Hafenstädte. Kommt einfach mal mit und guckt. Lasst euch überraschen. Wir haben übrigens die Kritik aus euren Kommentaren natürlich sehr ernst genommen, dass der Ton sehr zu wünschen übrig lässt zwischen Sprache und Musik und haben versucht, das jetzt in diesem Video zu verbessern. Unser Equipment ist natürlich immer noch das gleiche geblieben, jetzt im Urlaub, aber wir versuchen die Aussteuerung etwas besser zu gestalten. Also, ich hoffe, es klappt und ihr gebt uns euer Feedback wieder. Das hat uns sehr geholfen. Ja, das würde ich auch sagen, denn ohne eure Anregungen oder eure Bemerkungen kommen wir auch nicht weiter in unserer Tätigkeit. Und wir möchten das natürlich auch gerne optimieren, sodass es auch für euch als Zuschauer interessant und gut ist. Genau. Hier kommen wir jetzt an die Stadtmauer von Cádiz mit den Ein- und Ausfahrten für die Innenstadt. Und da haben wir mit unserem Wohnmobil auch noch einen Parkplatz am Straßenrand gefunden. Ja, das Wetter für die Stadtbesichtigung war nicht so optimal. Es hat doch sehr gestürmt, zwischendurch geregnet. Das war jetzt nicht so toll. Der Wind, der nahm dann immer weiter zu. Das hat uns nachts dann natürlich auch ganz schön durchgeschüttelt im Wohnmobil. Und dann hat uns auch noch ein Gewitterschauer erwischt, wo wir uns gerade noch in einer Gastronomie unterstellen konnten. Aber wie es häufig so ist, am nächsten Tag sieht die Welt schon wieder anders aus. Die Sonne scheint und es ist wunderbar. Wir laufen in die Stadt. Im Hintergrund sieht man schon die riesengroße Kathedrale von Cádiz. Hier die riesengroßen Blütenstände der Agaven am Straßenrand. Dann in der Stadt wunderschöne Plätze, wo man sich niederlassen kann. Überall Cafés und Restaurants. Wasserspiel, das Ganze ein bisschen auflockern. Und in den kleinen Seitenstraßen der Altstadt überall Gastronomie und kleine Geschäfte. Also ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. In der Kathedrale, die ist natürlich sehr beeindruckend, allein von ihrer Größe hat man natürlich auch wundervolle Kunstschätze und bis in die Kuppel, alles ist kunstvoll gearbeitet. Dann gibt es eine silberne Monstranz mit ca. 5 Meter Höhe, soll sie wohl eine der größten der Welt sein. Und auch die Krypta ist etwas Besonderes. Sie ist kreisrund angelegt, die Decke ist gewölbt, da sind Öffnungen zum Kirchenraum hin und es gibt eine unheimliche Akustik. Also wenn hier unten gesungen wird, wird man es oben im Kirchenschiff wahrscheinlich sehr deutlich vernehmen können. Nach dem Dom sind wir dann in die riesengroße Markthalle gegangen. Das ist auch ein besonderes Erlebnis. Das sollte man gesehen haben, was es da alles an Frisch und Fisch und allen möglichen kulinarischen Sachen zu kaufen gibt.
Und im Hafen kann man dann auch mal eins der etwas größeren Kreuzfahrtschiffe bewundern, wenn man denn möchte. Ja, das war unser Kurzaufenthalt in Cadiz. Ja, der Aufenthalt war schon etwas anstrengend. Ihr habt ja gesehen, wo wir geparkt haben. Da haben wir auch eine Nacht übernachtet. Das Meer hat alles gegeben. Der Wind hat einen ordentlichen Sturm aufgebraust. Es war also nicht nur laut von den Naturgeräuschen. Die Brandung kann einen ja auch ein bisschen einschläfern, aber die Straße ist schon auch belebt, auch bis spät abends. Es war ja auch freitags, als wir da waren. Ja, hat ja auch noch geregnet zwischendurch. Genau, ja. richtig. Und also zur Not ging das, aber viel geschlafen habe ich persönlich jetzt nicht. Nee. Ansonsten ist Cadiz auf jeden Fall ein Besuch wert. Ja. Und wenn wir das nächste Mal in der Nähe sind, werden wir auf jeden Fall nochmal in Cadiz reinfahren. Vielleicht nicht mit dem Wohnmobil, sondern mit dem Roller von außerhalb. Also Ja, da gibt es noch sehr viel zu sehen, würde ich sagen. Also eine wunderschöne Altstadt mit kleinen, engen, hochgebauten Gassen. Ja, man fühlte sich in eine andere Zeit versetzt. Das Wetter war ja am ersten Tag nicht so schön, aber am zweiten Tag schien die Sonne. Da sieht natürlich auch alles direkt ganz anders aus. Das seht ihr ja auch. Aber ich fand einfach, es ist moderne und alte Zeit miteinander verbunden. Ein Bekannter sagt, das sieht so ein bisschen aus wie Havanna. Ich war da noch nicht da und kann das nicht beurteilen. Aber so dieses ruhige und quirlige und dieses alte und neue und an jeder Ecke wieder was Besonderes, das hat mir schon unheimlich gefallen. Ja, mir auch. Also viele Geschäfte, natürlich Bars, Restaurants. Ja. Also verhungern und verdursten kann man in Cadiz auch nicht. Aber die Architektur, die ist schon besonders. Ich liebe das, so eine Stadt auch mit diesen Augen zu sehen, wie alles gebaut wurde, wie vielleicht auch eine Stadt gewachsen ist, was da schon alles so passiert ist über die Jahrhunderte vielleicht auch. Nee, Cadiz, da müsste man schon auch noch mal hin. Ja, auf jeden Fall. Ja, und von hier aus geht es jetzt weiter nach Tarifa. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Hier sehen wir im Hintergrund gerade die rot-weiße Schnellfähre nach Marokko, die von Tarifa aus regelmäßig verkehrt.
So, wir haben uns entschlossen, heute an einer Bootsfahrt teilzunehmen und hoffen dabei, einige Delfine oder andere Meeressäuger beobachten zu können. Sind sehr gespannt. Ja, hier haben wir jetzt die erste Sichtung von ein paar Grindwalen. Die leben ganzjährig hier in der Straße von Gibraltar, werden knapp 6 Meter lang, bis zu 800 Kilo schwer und ernähren sich hauptsächlich von Kalmaren, also von Tintenfischen. Die einheimischen Fischer bezeichnen sie manchmal auch als Schläfer, weil sie so fast bewegungslos auch an der Wasseroberfläche treiben. Natürlich haben unser Boot auch einige Delfine begleitet. Und dann gibt es hier auf der Rifa die Stelle, da schaut man hier aufs Mittelmeer, aufs Mare Mediterraneo und auf der anderen Seite auf den Oceano Atlantico, den Atlantischen Ozean. Hier unten im Meer sind Taucher und ich sehe auch Schwimmer, die eventuell für den nächsten Triathlon trainieren. Gute Bedingungen hier. Hier geht jetzt noch mal eine Gruppe Taucher ins Wasser. Jo, in Tarifa angekommen, haben wir erstmal einen Stellplatz ziemlich mitten in der Stadt gefunden. Es gibt da so einen großen Platz, der bietet nicht besonders viel. Allerdings für 8 Euro steht man sicher und ruhig. Die Entsorgung und Versorgung ist gut, kann man so sagen. Die Mitarbeiter da sind freundlich und man ist fußläufig sofort in der Innenstadt. Wobei man Und am Strand. Und am Strand, richtig, Ja. genau. Das erste ist eigentlich immer, wir gehen zum Strand. Genau, So. und der Strand hat uns auch wirklich begeistert. Lang, breit, man kann da Stunden wirklich laufen. Und an dem Abend oder Mittag, wo wir da angekommen sind, hat auch ein ordentlicher Wind immer noch geweht. Und die Kitesurfer haben den Himmel richtig bunt gemacht. Also es waren so viele Leute da, die sich diesen Naturgewalten gestellt haben. Man hat förmlich den Abend mal angehalten, die sind so richtig gerast.
alle nebeneinander, hintereinander. Also für mich als Niederrheinerin, ich war richtig geflasht. Ja, und dann haben wir dann den Abend in der Strandbar mit einem schönen Sonnenuntergang und einem coolen Drink nochmal ausklingen lassen. Ja. Ja, Tarifa selbst muss erkundet werden. Genau. Also der Stellplatz ist nämlich irgendwo ist zwar mitten in der Stadt, aber noch so Wohn-Randbezirk, nicht schön. Nee. Nö, aber wenn man dann mal die Altstadt gefunden hat, nach ein paar 100 Metern, da sind diese kleinen engen Gassen, also wirklich schmal, manchmal nur 1,5 Meter, wo dann trotzdem noch irgendwo eine Eisdiele versteckt ist. Immer wieder ein kleiner Innenhof mit einer kleinen Gastronomie, Altes auch und Neues wieder vereint. Wirklich, man ist überrascht und denkt, ja, was soll denn hier noch kommen? Und zack, ist da schon wieder was. Um die nächste Ecke kommt schon wieder eine kleine Plaza oder so. Ja. Was ich auch schön fand, sind das reinste Völkergemisch hier, aber doch auch viele Spanier, was ich persönlich auch schön finde, wenn man nach Spanien fährt, dass man da nicht nur Touristen trifft. Es ist einfach eine kleine, verwinkelte Gasse hinter der nächsten und das hat so seinen Reiz. Man wird überrascht. Und dann haben wir ja noch die Whale-Watching-Tour gemacht. Oh ja. Ja, hat sich auch gelohnt. Wir haben jetzt keine Riesenwale gesehen. Ja, wir sind ja nicht im Kinofilm, sondern im realen Leben. Genau. Und man muss aber immer bedenken, die Tiere, die man da sieht, die sind in der freien Natur. Genau. Und das ist das Spezielle, finde ich. Richtig. Also es ist schon erstaunlich überhaupt, dass sich Wal- oder Delfinpopulationen in dieser Straße von Gibraltar tummeln oder mit dem Verkehr ansässig sind. Da sind 300 bis 400 Schiffe, die täglich pro Tag diese Meerenge da passieren. Warum diese Fische da sind, das muss wohl mit den Strömungen zwischen Atlantik und Mittelmeer zu tun haben, dass sich da sehr viel Kleingetier im Wasser, dieses Skill oder was die Wale da zu sich nehmen, Plankton, genau, ich kam jetzt gerade nicht auf den Namen, dass sich da im Wasser bildet und dass sie sich deswegen da so vermehrt aufhalten. Wir haben auf jeden Fall einige gesehen. Ja, es war schon schön und manche Kinder, die auch mitgefahren sind, waren total begeistert. Es war schön einfach. Wir haben es auch genossen. Wie gesagt, man darf da keine Delfinshow mit irgendwelchen Riesensprüngen oder was erwarten. Aber dass wir überhaupt so diese Tiere gesehen haben, auch die Crew hat uns einiges über die Tiere erzählt. Und somit war das wirklich für uns schon ein einmaliges Erlebnis. Auf jeden Fall. Und ich würde es immer wieder machen. Ja, genau. Denn die Fische sind ja immer wieder anders. Ja, genau. Ja, beziehungsweise, das sind ja Säugetiere. Ja, genau, richtig. Ne? Nicht, dass der Nächste schon einen Kommentar abgibt und sagt, ach, was erzählt ihr da für Mist. Genau. Aber trotzdem, gebt immer eure Meinung preis. Ja, auf jeden Fall. So, und von Tarifa aus jetzt fahren wir weiter Richtung Gibraltar. Ja, der berühmte Felsen, der zieht uns an. Da wollte ich immer mal hoch. Genau, ich auch. Schon seit Schulzeiten fand ich das sehr interessant. Ja. Also, bis dahin. Ja, hasta luego. Hasta luego. Du alle ganz. Ja, wenn es sein muss. Auf dem Weg zum Felsen mussten wir hier die Start- und Landebahn des Flughafens überqueren. Ganz interessant. Ja, und hier geht's mit der Cable Car Bahn, also mit der Seilbahn, gleich nach oben.
Ja, hier oben fallen einem natürlich sofort die Affen auf. Die einen liegen schlafend in der Ecke, die anderen halten Ausschau, sind auf Posten und die anderen gehen der Hauptbeschäftigung des Tages nach, Essen zu sich nehmen. Alles, was essbar ist, wird hineingeschaufelt. Man hat oben vom Felsen aus in 300-400 Meter Höhe natürlich eine ganz fantastische Aussicht auf die See. Und dann kommt eine der Attraktionen, der Skywalk. Das heißt ein Glasbodenpodium, was über dem Felsen hinaushängt, wo man schön unten durchgucken kann, ein paar 100 Meter tief. Das ist natürlich für nicht schwindelfreie Personen vielleicht nicht ganz so attraktiv. Uns hat Spaß gemacht. Ja, dann gibt es hier auf dem Felsen noch die alten Geschützstellungen zu bewundern oder zu betrachten, wie man es denn nimmt, die an exponierter Stelle stehen, weit aufs Meer hinaus reichen und auf dem ganzen Felsen sind. Hier ein Tunnelzugang zu unterirdischen Maschinenräumen. Hier haben wir den Turm dieses großen Geschützes mit wirklich gewaltigen Ausmaßen. Die werden heute zum Glück nicht mehr benötigt. Hier im Felsen haben sich auch einige interessante Höhlen gebildet und eine der großen ist zugänglich. Wird, ich sag mal, allerdings mit Farblichteffekten und Musikshows, ein bisschen sehr verkommerzialisiert. Etwas einfacher hätte es vielleicht auch getan. Dann gibt es ja noch diese wunderschöne kleine Hängebrücke, die vielleicht auch für nicht so Schwindelfreie nicht geeignet ist, aber die kann umgangen werden. Ist eigentlich viel zu schade und hat eine sehr schöne Aussicht. Ein wirklich schönes kleines Erlebnis.
hier in Gibraltar haben wir den Stellplatz am Hafen gewählt. Der liegt super, günstig gelegen und so ein Hafen hat auch immer was Schönes. Man blickt auf die Segelboote. Ja. Ist einfach, ja. Ist beruhigend, das Absolut. Hafenbecken schön, plätschert da alles vor sich hin. War auch sehr schön gestaltet mit vielen Sitzbänken. Die Stellplätze auch großzügig und Ja, für alle Fahrzeuggrößen geeignet. Ja. Auch mit Anhänger, kein Problem. richtig. Ja. Und auch eine kleine Bar in der Nähe, Ja. wo man essen und trinken konnte. Genau, wir haben Das da war einmal eigentlich ganz gefrühstückt schön. auch, ja. Ja. Mhm. Ein kleiner Container mit einer Waschmaschine und Trockner und Toiletten, aber die haben doch Die sehr Toiletten haben wir gestunken. nicht Das, genutzt. nee. Nee. Und auch den Trockner und die Waschmaschine habe ich gesagt, nee, boah, das war nicht so schön. Aber ansonsten, Ja, Fähr- und Entsorgungsstation war auch nicht optimal, denn der Frischwasserkran direkt neben dem Toilettenausguss, Ja. den haben wir auch nicht genutzt. nee, da denkt man sich- Entsorgen kann man, aber weiter ja. würde ich jetzt nicht unbedingt darauf angewiesen sein wollen. genau. Ja, ja, von da aus, man liegt ja vor Gibraltar. Man liegt in La Linea, ist dieser spanische Ort vor Gibraltar. Und man läuft dann einige hundert Meter bis zur Grenze, wenn man dann nach Gibraltar rein will. Man muss ja in den britischen Sektor sozusagen. Genau. Ja, und vor dieser Grenze haben wir uns dann Karten gekauft, Eintrittskarten für den Felsen, für die Cable Car, für die Seilbahn, die nach oben führt. Und da ist ein kleiner Fehler passiert. Ja. Die Verkäuferin, also wir haben die Karte mit allem drum und dran gekauft. Genau. Um auch in den Naturschutzbereich zu bekommen. Genau, in den Nature Reserve. Genau. Und dafür muss man so ein grün-weißes Armband bekommen. Und das hat die vergessen uns zu geben. Wir latschen dahin. Ja, als wir Wollen rein. als wir dann oben waren, sind wir dann natürlich zu dem Nature Reserve und kamen nicht rein. Wir wieder dann zurück, oben in das Restaurant und haben dann gefragt, ob man uns helfen kann. Die waren dann sehr, sehr freundlich. Ja, ja. Genau, und die mussten dann unser Ticket mit der Seilbahn wieder nach unten schicken. Und von unten wurden dann diese grün-weißen Armbänder in einem Umschlag wieder nach oben geschickt. Ja, Das hat uns natürlich eine Dreiviertelstunde ja, locker, auf jeden Fall. locker gekostet. Ja. Ja. Das war so ein Handicap, da hätten wir gerne drauf verzichtet. Und Jo. nur, falls ihr auch mal dahin wollt, als kleinen Hinweis, achtet darauf, was ihr bucht und ob ihr auch die entsprechende Kennzeichnung habt. Genau. Ein kleiner Tipp noch, den hatten wir allerdings von der Verkäuferin der Karten bekommen, der war nicht schlecht. Bucht vielleicht nur die Fahrt nach oben, denn wenn man die Sehenswürdigkeiten besichtigen will, bewegt man sich auf einem kleinen Weg nach unten. Genau. Und wenn man dann auf halber Höhe des Felsens ist, ist es wahrscheinlich anstrengender wieder zur Startbahn da oben, zur Abfahrt der Ja. Cable Cars zu kommen, als direkt nach unten zu laufen. Und ist auch ganz schön. Man genau. sieht so auf die Stadt, die vor Ja. Gibraltar liegt und den Yachthafen. Da konnten wir so auch Die unser ganze, Wohnmobil Bucht, sehen. die ganze Bucht von Gibraltar Ja, ist schon ist einfach beeindruckend. ein toller Blick. Die großen Schiffe, die da liegen. Also echt. Und wir hatten Glück natürlich mit dem Wetter. Es war Ja. einfach fantastisch. War nicht zu heiß, aber schön warm. Und das war bis auf dieses Handicap mit der Karte wirklich der beeindruckendste Aufenthalt, den ich jetzt so in Erinnerung habe. Was so mich überrascht hat, war, dass da jetzt nicht nur der Felsen war, sondern auch eine richtige Stadt. Ja, von außerhalb, also vom Hafen, haben wir nur diese Hochhäuser gesehen und haben Genau. gesagt, wer wohnt da in diesen Hochhäusern? Warum so viele Häuser? Genau, ist da, was machen die da? Und als wir dann da waren und dann auf dem Rückweg, wir sind ja dann zu Fuß durch die Stadt auch wieder dann zu unserem Stellplatz gegangen, haben wir auch erstmal die Altstadt ein bisschen kennengelernt oder gesehen, dass es da eine Altstadt gibt. Genau. Eine sehr schöne Einkaufsstraße auch. Ja. Mit vielen Kosmetikläden, allem. Markengeschäften. Ja. Ne? Also wer da sein Geld auch quitt werden will, der hat da jede Gelegenheit zu. Es soll ja günstiger sein, etwas steuerbegünstigt. War mir jetzt nicht so aufgefallen. Ja. Aber wir haben jetzt auch keine speziellen Sachen gesucht Richtig. oder irgendwelche Vergleiche da gehabt. Ja, Ne? ja, Da ja, müsst ihr dann vielleicht, wenn ihr da seid, mal selbst schauen. genau.
Ja, sonst noch was zu Gibraltar? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ja, Interessant, auch fand ich jetzt, wenn man über die Grenze kommt, man muss über die Start- und Landebahn des Flughafens. Genau. Man läuft einfach, also nicht einfach quer rüber, das wird dann mit Schranken abgesperrt. Dann fährt noch mal kurz ein Fahrzeug mit so einer Matte über die Startbahn. Und wenn dann ein Flugzeug landet, muss natürlich alles sauber sein. Oder startet. Ja, ist natürlich total interessant, so einfach so nah da dran zu stehen. Ne? Genau. Ja. Und gar nicht so laut, wie ich gedacht habe. Nö. Auch im Hinblick, dass der Stellplatz ja auch in Sichtweite war. Erstens mal ist das nicht Düsseldorf, wo alle 2 Minuten ein Flugzeug startet oder landet. Es ist da nicht so viel Flugverkehr. Nee. Aber nö, das hat uns nicht gestört. Im Gegenteil, es war irgendwie schon auch ein bisschen interessant. Ja, genau. Gut, ich meine, wenn die Flugzeuge landen, dann sind sie etwas lauter, Ja. weil der Umkehrschub, der muss schon gewaltig sein, weil die Landebahn recht Ist kurz nicht ist. sehr ne? lange, ja, genau. Sonst hängt man nämlich schon wieder im Wasser. Ja, also Gibraltar hat mir auch sehr gut gefallen, weil ich das gar nicht so mir vorgestellt habe, dass da so viel ursprüngliche Natur ist. Natürlich, was das Militärische anbelangt, ist einem das schon klar. Ne? Gibraltar Also, ist wie ein Schlachtschiff, also Genau, gespickt mit Kanonen im Prinzip. Ja. Von alters her. richtig. Ja. Aber jetzt am meisten hat mich einfach so die Natur auch beeindruckt. Da ist wirklich alles grün und wunderschöne Blumen. Die Affen, Ja, die haben uns gar nicht so belästigt, Nö. wie man so gesagt hat. Passt auf, nimmt den Rucksack lieber nach vorne, die öffnen Reißverschlüsse und so. Nee, also da, gerade in dem Naturressort, konnte man wirklich in Ruhe gehen und hatte, Die sind natürlich nur an Essen interessiert. Also Genau. nichts natürlich auf der Hand halten, was essbar ist. Ich glaube, Ja. das hält sich nicht lange. aber an manchen Stellen waren eben auch Futterstellen, da wurden Orangen und Kartoffeln oder Ja, die fressen alles, Getreide glaub ich. Ja. ausgelegt, damit dann auch die Besucher Gelegenheit haben, mal die Affen in Natur zu sehen. Ja, es sollen ja mehr als 300 Affen da auf dem Genau, Felsen leben. Ne? richtig. Ja, Und ja. Gibraltar hat wohl im Jahr über 1 Million Besucher. Also es ist schon ordentlich was los. Ja, Ja, aber trotzdem nicht überlaufen. Nein, war ja ne? auch, ist ja auch noch Ja. Vorsaison, sage ich jetzt mal. Ja. Ja, ne, ist ganz interessant. Auf Ja, jeden also Fall. ich habe meine Erwartungen sind da bei Weitem übertroffen worden. Auch die Fahrt mit der Cable Car Bahn da. Wow, also ist wirklich schön und beeindruckend und größer als ich dachte. Ich dachte, da ist ein Fels, da kann man dann, wird man hochgekarrt, da läuft man dann 3-mal rechts und links und das war's, aber mitnichten. Es dauert schon einen Tag, wenn man wirklich so ein bisschen man was sollte sehen sich einen will. Tag dafür nehmen. Ja, finde ich auch. Ja, um keinen Stress zu bekommen. Richtig. Und auch ein bisschen so das auf sich wirken zu lassen. Ja, ja. Und Ja. dann wollen wir jetzt mal sehen, wohin es weitergeht. Ne? Genau. Ja, geplant ist nichts Richtiges. Ja. Also, bis später. Ja, Wiedersehen.